We do miss her physical presence. Nun, wir vermissen ihre physische Gegenwart. We all feel that she is with us. Und gleichzeitig fühlen wir alle, dass sie bei uns ist. Rückblicke mit Ruth Pfau unterwegs im Norden von Pakistan, 2000 Kilometer von Karachi entfernt, von der Zentrale des Lepra- und Tuberkulose-Bekämpfungsprogramms. Was führte sie in diese bergige Gegend? Angefangen hat es eigentlich mit Farouk, einem Lepra-Patienten, der, da es hier ja keine Behandlung gab, sich irgendwie nach Karachi durchgeschlagen hatte. Und dann, wie das der Herrgott so einfädelt, bei einem Freitagsgebet plötzlich auf zwei Jungs aus seinem Gebiet stieß, die mittlere Reife hatten. Und der sprach die damals an und sagte, ihr wisst doch, dass es so viel Aussatz gibt in unserem Heimatgebiet. Warum lasst ihr euch hier in Karachi nicht ausbilden? Die wussten gar nicht, dass es eine Ausbildungsmöglichkeit gab. Und er brachte die auch prompt damals ins Krankenhaus. Und ich entsinne mich noch an die beiden Buben, die waren wohl damals so 19, 20. Die klopften an, was also ganz ungewöhnlich ist, kamen rein und klopften an und sagten, Ijazat, dürfen wir eintreten? Und dann sagten sie also unverblümt, wir würden uns gerne ausbilden lassen, denn bei uns im Distrikt gibt es so viele Lepra. Und wie ist das möglich? Ja, ich wusste um die Zeit, dass es schon Lepra gab. Ich wusste aber nicht, wo Kohistan war, also Kohistan, das Land der Berge. So weit war ich damals noch nie gekommen. Dann haben wir sie ausgebildet, in den Ausbildungskurses aufgenommen. Und damals bin ich, da die ja alle keine Erfahrenen über sich hatten, bin ich damals mit jedem noch nach ihrem Einsatzgebiet gefahren. Und das war damals eben Kohistan. Da gab es die Straße noch nicht. Da hatte das Militär gerade erst angefangen, diese Jeep-Piste in die Berge zu sprengen. Und teilweise konnten wir überhaupt noch nicht fahren, da ging es noch zu Fuß. Ihre paramedizinischen Mitarbeiter hat sie selbst ausgebildet. Sie kennt alle persönlich und sie vertraut ihnen. Die sind wirklich die allerwichtigsten Mitarbeiter in der Lepra-Bekämpfung. Und das sind auch die Jungs, in die ich wirklich mein Leben investiert habe. Denn ich habe ja gewusst, in die Patienten kann ich es nicht investieren. Wenn ich in die investiere, wie viel kann ich erreichen? 40, 50, 100, 500, aber doch niemals im Leben 32.000, die wir immerhin bis jetzt behandelt haben. Die Ärztin und Ordensfrau wurde zur Managerin. Sie gründete das Programm, wie sie es nannte, und leitete es über Jahrzehnte. Ihre Mitarbeiter brauchen Empathie, Mitgefühl. Wer keine Tränen in sich trägt, darf diesen Weg nicht gehen. Das ganze Lepra-Bekämpfungsprogramm ist eben auf dieses paramedizinische Personal aufgebaut. Sie sind verantwortlich für die Diagnose, Behandlung, Verhütung der Lepra in ihrem jeweiligen Einzugsgebiet. Und das heißt, sie sind die Doktoren, die den Patienten wirklich die Hoffnung gebracht haben, dass sie ausgeheilt werden können, dass es heute eine Behandlung gibt. Sie haben sich mit diesem Erfolg der Behandlung der großen Krankheit überhaupt solch ein Sozialprestige geschaffen. Denn in Urdu heißt die Lepra Badi Bimari, das heißt wörtlich übersetzt große Krankheit. Also ein Arzt, der die unheilbar große Krankheit tatsächlich behandeln kann und einen Patienten ausheilen, dem ist in den Augen der Dorfbevölkerung nichts anderes mehr unmöglich.
Die Chefin, Ordensfrau, Ärztin, Gründerin, Managerin. Sie sah sich ihrem Werk verpflichtet, den Aufgaben und den Menschen in Treue verbunden. Also ich würde ganz gewiss nicht weggehen, solange es im Projekt noch eine neue Aufgabe gibt. Meine erste Loyalität gehört natürlich diesem Lepra-Programm mit allen Ramifikationen. Das ist auch das Recht. Ich hatte ja mal diesen Konflikt mit dem Orden, wo mein Orden mich gebeten hat, ich sollte Pakistan verlassen. Und da hat das Team echt gefragt. Ja, die haben gefragt, wem gehört die Pfau denn nur eigentlich? Dem Orden oder uns? Und die haben zweifellos ein Anspruchsrecht auf mich. Die haben ja ihr Leben auch daraufhin gewagt. Weiter geht's zu einer kleinen Außenstation. Es stehen Untersuchungen an. Diagnosen müssen gestellt werden und oftmals eine spezielle Kombination aus 3 Antibiotika verabreicht werden. Ein Lepra-Assistent nimmt einen Abstrich. Das kennt die Patientin schon. Immer wenn die Lepra-Assistenten ins Dorf kommen, machen sie stets die gleichen Kontrolluntersuchungen. We are taking BI half yearly. Okay. Wir checken die bakterielle Last der Patienten halbjährlich, sagt er. Die Lepra ist ja eine bakterielle Erkrankung, sodass die Ausheilung der Infektion bei den Patienten vor Ort geprüft und genau dokumentiert werden kann. Die halbjährliche Prüfung machen sie bei den bereits diagnostizierten Lepra-Patienten. Bei anderen nehmen sie einmal im Jahr einen Abstrich. Wir können das selbst auswerten, berichtet er. Dafür seien Sie als Lepra-Techniker ausgebildet. Sie haben stets Ihre Mikroskope im Gepäck. Hausbesuch bei einem Patienten. Swami ist einer meiner ganz alten Freunde. Ich kenne ihn schon seit 65. Er ist einer der ganz wenigen, für den Lepra wirklich Schicksal ist. Also er hat sich nie überzeugen lassen können, dass wir wirklich die Krankheit ausgeheilt haben. Ich meine, natürlich ist es sehr, sehr viel besser geworden. Also ich bin absolut beglückt, dass er im Moment so wenig Verletzungen hat. Man kann einen Patienten ausheilen, aber was die Krankheit zu seinem Herzen tut, besonders wenn er als Kind erkrankt ist, das können wir manchmal nicht rückgängig machen. Im Moment mein medizinisches Problem ist, er kriegt einen grauen Star, aber den können wir operieren. Denn wenn ein Lepra-Patient blind wird, er kann nicht fühlen, und wenn er dann auch nicht sehen kann, zusätzlich ist er auch schwerhörig. Das hieße dann wirklich, dass er lebendig begraben ist. Also ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute doch die Möglichkeit haben, diese Operationen zu organisieren. Und das werden wir in dem Auge auch in diesem Jahre noch tun. Das zweite Auge hat noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch so ein paar, 5 hier in der Kolonie. Von den ehemalig 40 sind nur noch 5 übrig geblieben und neue kommen nicht nach. Das ist das Beruhigende, denn Lepra haben wir im Griff. Das ist nun wirklich in dieser Generation, das ist die letzte Generation, die so drunter gelitten hat. Zurück in Karachi. Hier ist die Zentrale des landesweiten Programms. Das Krankenhaus Marie Adelaide Leprosy Center, kurz MIC, benannt nach der Gründerin des Ordens, dem Ruth V. angehörte, der Gesellschaft der Töchter vom Herzen Mariä. Das medizinische Zentrum Pakistans für Lepra- und Tuberkulosekranke sowie Menschen mit Augenerkrankungen. Augenprobleme hängen oft mit den Folgen der Lepraerkrankung zusammen.
Bewegungstraining zur Rehabilitation. Die Lepra führt oft zu körperlichen Behinderungen und damit schnell zum Ausschluss der Betroffenen aus ihrem Umfeld, aus der Gesellschaft. Was wir in diesem ersten Lepra-Ghetto fanden, das waren die Lepra-Bettler von Pakistan, die, solange sie es verheimlichen konnten, blieben sie in ihrem Dorf. Wenn es sich nicht mehr verheimlichen ließ, mussten sie in die Städte zum Betteln. Und dort haben sie sich eben in Ghettos zusammengefunden. Und da sie keiner behandelte, wurde die Krankheit natürlich auch nur schlimmer. Also die wirklich schrecklichsten Fälle habe ich in Afghanistan dann gesehen. Ich weiß, dass in diesem Mädchen, das sie mit 6 Jahren im Stall eingesperrt haben und für tot erklärt, dass wir mit 26 dann rausholten. Da habe ich auch 3-mal über meinen Schatten springen müssen, ehe ich sie in die Arme genommen habe. Ja, das ist. Aber ich habe mich oft gefragt, warum das so stark ist, da das ja nun wirklich übrig geblieben ist, auch nachdem Leute wussten, dass sie sich behandeln lassen konnten und ausgeheilt werden konnten. Ist es wirklich dieses ästhetische Entsetzen vor so einem entstellten Menschen. Und da gibt es nur einen Weg drüber, das ist, durch diese äußere Schale durchzubrechen und dann zu sehen, dass man den Menschen kennt. Also ich kenne wunderbare Lepra-Patienten, ja, die eben in ihrem Inneren so kostbar sind. Ich entsinne mich auf einen, der war auf Station und der sagt, ich habe die ganze Zeit wirklich mit dem Herrgott gehadert. Warum muss mein ganzes Leben so sinnlos verlaufen? Jetzt, sagt er, haben Sie mir einen Sinn gegeben, denn ich habe immer Patienten, die absolut ihre Medikamente nicht regelmäßig einnehmen wollten, habe ich oben zu diesem Patienten auf Station genommen. Ich habe gesagt, unterhalten Sie sich mal eine halbe Stunde mit dem, wie es bei dem angefangen hat. Ja, und wie es heute ist, die kamen alle runter und sagten, also bitte behandeln Sie mich. Der war so ein vorzüglicher Health Educator, ja, Gesundheitsaufklärer, dass ich ihm sehr, sehr dankbar war. Der sagt, jetzt kann ich wenigstens andere Menschen vor diesem Schicksal bewahren. Fein, ja. Aber dass jemand so über sich rausdenken kann dann, ja, dass er auch zugeben kann, also er hätte sich auch sonst nicht weiter um seine eigene Behandlung gekümmert. Deshalb wäre es so weit gekommen. Also ich finde das noch toll. Jetzt ist er gestorben. Freiwillige aus Deutschland, wie diese Ärztin, kommen immer wieder gern nach Karachi, um zu helfen. Dr. Pfau besuchte regelmäßig alle Patientinnen und Patienten im MRC und gab den Pflegenden Rückmeldungen. Lange vor ihrem Tod übernahm der Ökonom Mervyn Lobo die Gesamtleitung des MRC. Her approach was not to treat. Sehen Sie, Dr. Pfaus Ansatz war der, dass sie nicht einfach die Lepra der Patienten behandeln wollte. Sie sagte, dass Lepra-Patienten Individuen sind, Menschen, die sie heilen wollte, ihr mentales Trauma, ihre körperlichen Wunden. Sie wollte sie rehabilitieren und psychologisch beraten. Ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Und es waren nur das Vertrauen und die Zuversicht, die unsere Freunde in Deutschland hatten, wie die DAHW, sodass wir all diese Dinge auch tatsächlich tun konnten. Schon damals, als wir mit Dr. Pfau in Pakistan unterwegs waren, bewies das MRC eine hohe Professionalität. Bereits in den Anfängen kam es zu einer bis heute andauernden, engen Zusammenarbeit mit der DAHW in Würzburg.
Auch andere Hilfsorganisationen beteiligten sich. Die Kombinationstherapie mit 3 Antibiotika, bis heute erfolgreich für die Leprabekämpfung. Dadurch, dass wir Lepra nun wirklich in den Griff kriegen, müsste man ja meinen, dass das ganze Projekt ein wenig weniger teuer würde. Die Tatsache ist aber, dass Lepra eine Inkubationszeit hat von 3 bis 5 bis 40 Jahren und wir deshalb die kurzfristig kämpften Erfolge langfristig tatsächlich nur konsolidieren können, wenn wir noch wenigstens 2 Generationen am Ball bleiben. Das heißt, unsere Leute in den Provinzen lassen. Und da kann man ja nicht nur präventiv Lepraarbeit tun. Man kann ja nicht einfach in ein Dorf reingehen und sagen und untersuchen und dann sagen, also dank Gott, keiner von euch hat Lepra. Solange noch so sehr viele Gesundheitsbedürfnisse bestehen, für die es keine Dienste gibt. Also wir müssen schon und wir dürfen schon, wir sind ja sehr froh darüber, etwas dazu nehmen. Lepra und Tuberkulose, Lepra und Verhütung von Erblindung und Lepra und die Sorge für körperbehinderte Kinder. Das ist natürlich sehr schön, dass wir mit dieser Infrastruktur jetzt mehr Menschen helfen können. Hat aber natürlich auch zu einer Kostenexplosion geführt. Nicht nur, weil die anderen Dienste teurer sind, Lepra ist ja eine sehr billige Behandlung, sondern auch, weil die Anzahl der Patienten so sehr zugenommen hat. Auch wiederum schön, wenn man schon einmal in irgendein Dorf geht. Ist natürlich besser, wenn man nicht nur 2 Patienten, sondern 22 Patienten behandeln kann. Aufbruch nach Dassu in Kohistan, schneebedeckte Gipfel nahe zum Himalaya. Hier startete Frau Dr. Pfau das ergänzende Tuberkuloseprogramm. Einen Raum hat sie im Erdgeschoss dieses Hauses als Außenstation zur Verfügung, mehr nicht. Immerhin können die Lepra-Assistenten auch den offenen Vorraum für ihre Untersuchungen nutzen. Drinnen untersucht Dr. Pfau eine Patientin. Wir erleben sie zwischen Verzweiflung und Führung. So, one should now sit in here and get these books done. So. Die Patientin hat Tuberkulose. Sie muss Schleim abhusten für die Untersuchung. Jetzt machen wir dann Ausstrich von und dann kann er. Ja, Tintin. Ja, Tintin meine Kebab. Rudpfau ist froh, ein paar Schritte aus dem Zimmer heraus tun zu können. Frau Dr. Pfau, Sie haben jetzt 5 Stunden lang Patienten untersucht. Wo liegen denn hier die Probleme in Dassu? Eines ist sicher, dass es hier eben keine Frauenärztin gibt und dass, wenn ich dann hier irgendwann mal komme, alle Frauen aus der Umgebung kommen natürlich. Ich meine, die Lepra-Assistenten behandeln sie zwar, aber sie können sie ja nicht untersuchen. Das andere ist sicher auch, dass das Tuberkulosesprogramm ja erst vor einem Jahr angefangen hat und das eigentlich sehr viel mehr Zeit von meiner Seite brauchte, die ich nicht habe reinstecken können. Das Dritte ist sicher auch, dass wir hier überhaupt keinen Platz haben. Ja, also mit so einem Zimmer, wo dann, das dann die Frauen ausschließlich besetzen.
dass man als Labor, als Verbandszimmer, als Untersuchungszimmer, als statistische Abteilung, als allgemein Ambulanz benutzt, also dass da natürlich alles drunter und drüber geht, da kann man dem Jungen das wohl auch kaum, ich meine überhaupt nicht vorwerfen. Das sind dann solche Momente, wo man denkt, also es könnte ja anders sein, aber es kann eben nicht anders sein. Und dann ist es schwer für mich, dass ich da also immer meine Liebenswürdigkeit bewahre. Kinderlähmung, Polio. Ein weiteres Zusatzprogramm des MASI ist die Behandlung der von dieser Viruskrankheit betroffenen Menschen. Soziale und medizinische Hilfsangebote wirken zusammen. Warum solche Zweitprogramme? Unsere Schwierigkeit für uns besteht darin, dass Lepra eine Inkubationszeit von 3 bis 5 Jahren hat, bis zu 40 Jahren. Das heißt, man kann sich heute mit Lepra anstecken und erst in 40 Jahren mit dem ersten Symptom tatsächlich manifest krank werden. Wenn man diese Fälle jetzt, die jetzt aus der Inkubationszeit rauskommen, nicht direkt auffängt und wieder behandelt, gibt das eine Ping-Pong-Lepra, da kommt die zurück. Das ist ein typisches Beispiel. Wir hatten einen Küstenstrich in Makran, der war leprafrei. Und da hatten die Lepra-Assistenten wirklich ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um den Lepra frei zu kriegen. Das sind sehr, sehr schwierige Arbeitsbedingungen. Und dann sind wir in dasselbe Gebiet wieder mit Verhütung von Erblindung rein und haben die Bevölkerung nochmal durchuntersucht. Ich bin in einem bestimmten Dorf dann in einem November selbst mitgegangen, um sicher zu sein, dass die Frauen durchuntersucht werden. Wir hatten keinen Leprafall. Dann bin ich im Februar wieder mit, einfach um zu sehen, wie dieses Verhütung von Erblindung-Programm läuft. Und bei dieser Dorfreihenuntersuchung fanden wir einen hochinfektiösen Leprafall, der 3 Monate vorher überhaupt keine Symptome hat. Wenn wir da mit diesem Zweitprogramm nicht ständig mit der Bevölkerung in Verbindung geblieben wären, da wäre durch diesen einen infektiösen Fall die Lepra natürlich im Dorf wieder aufgebrochen. Und in 20 Jahren wäre die ganze Lage genauso gewesen, als hätten wir niemals unter Einsatz unseres Lebens die Lepra einmal kurzfristig ausgerottet. Wir müssen also über ganz Pakistan langfristig vor Ort am Ball bleiben, um diese kurzfristigen Ergebnisse, die wir jetzt erreicht haben, langfristig zu konsolidieren. Zwischenzeugnisse für die auszubildenden Lepra-Assistenten im MASI. Einige Jahre später hat Dr. Pfau die Ausbildung erweitert. Unsere Lepra-Assistenten bilden wir jetzt als Community Health Worker aus. Und da haben wir uns mit einer Universität zusammentun können. Also diesen Kursus erkennen Sie an. Sie haben MASI als Ausbildungsinstitut anerkannt. Also von diesem Jahre an können wir da Hochschulreife bescheinigen und dann können die Jungs und gelegentlich Mädchen, diesmal nur 3 Frauen im Programm, in der Ausbildung, können sie ja dann auch weiter. Das bedeutet auch, dass Sie nicht mehr festgelegt sind auf die Lepra. Es ist eine breitere Ausbildung? Ja, das ist es eben. Ja, es führt zu einer wirklichen Krise, wenn man festgelegt ist und ist erfolgreich. Ja, dann kommt plötzlich die Frage, und jetzt was? Und dann muss man wieder von vorn anfangen und dann muss man sie neu motivieren. Und damit haben wir jetzt wirklich im Gesundheitsdienst, und die sind ja zu 80% Regierungsangestellt, haben wir jetzt wirklich eine Palette von Einsatzmöglichkeiten. Also da sehe ich nicht, dass in den nächsten 3 Generationen die Frage aufkommen wird, und was machen wir danach.
भरपूर तालियों में मैं दावा देता हूँ डॉक्टर रूथ फाउ। Empfang zum 80. Geburtstag. Dr. Pfau gibt Rückblicke und Ausblicke auf die bisherige und die weitere Entwicklung des MISC in der Landessprache Urdu, mit Dank an alle Mitarbeiter. Die Chefin, von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geliebt und verehrt. Alle wissen, dass vor allem die Spenderinnen und Spender aus Deutschland die Entwicklung des MISC ermöglicht haben. Wie hast du dann damals dieses deutsche Aussätzigenhilfswerk, heute ja Deutsche Lepra-Tuberkulosehilfe, kennengelernt? Oder wie seid ihr zusammengekommen? Das ist ja eine unendlich lange Geschichte, eine Erfolgsgeschichte geworden. Also das ist eben wirklich einer der Zufälle. Ich habe es jetzt gerade mal wieder gefunden. Jemand hat das aufgeschrieben. Ich habe das an meine Mutter geschrieben. Der Brief ist gefunden worden. Die englische Königin ist auf Besuch in Karachi gewesen. Natürlich mit einem Stab von Journalisten. Einer hatte sich verirrt, war in das Aussätzigenlager gekommen. Das war also so eine Maschine von einer Frau. Parfüm duftend und mit Stöckelschuhen, und dann nahmen wir sie in die Hütte eines Patienten. Da kramte sie in ihrer Handtasche, um sich ein Taschentuch rauszuholen. Und sagte dann, wenn ich nichts anderes machen kann für sie, dann will ich wenigstens über sie schreiben. Und danach ist offensichtlich die ganze Sache mal in die Medien gekommen und aus irgendeinem Grunde auch in der Bild-Zeitung erschien, unter dem Titel "Und nachts kommen die Ratten". Und der damals fürs DAHW Verantwortliche las offensichtlich auch die Bild-Zeitung. Das war Herr Kober, ne? Einer der Mitbegründer. Ja, der schrieb mich an. Er sagt, wie ist es möglich, dass eine deutsche Ärztin in Karachi arbeitet in Lepra und wir wissen es nicht. Und da schrieb ich zurück, wie ist es möglich, dass eine deutsche Ärztin dort arbeitet und sie weiß nicht mal, dass es ein deutsches Aussätzigenhilfswerk gibt. Ich wusste es nicht. Danach haben wir uns sehr angefreundet und da hat das deutsche Aussätzigenhilfswerk ja für Jahrzehnte uns die Gesamtarbeit finanziert. Deshalb konnten wir uns wirklich auf die Kontrolle der Lepra konzentrieren, denn das Geld kam. The Leprosy Control Program in Pakistan. Das Lepra-Bekämpfungsprogramm in Pakistan teilte alle seine Entwicklungsstadien mit Deutschland. Und man kann sagen, dass Deutschland eine wichtige Rolle bei der Kontrolle der Lepra in Pakistan erlangt hat. A big role in controlling leprosy in Pakistan. Because there was the German Leprosy Relief Association, DAHW. Denn es gab die DAHW in Deutschland und in Pakistan Dr. Ruth Pfau und die pakistanische Regierung. Dr. Pfau bildete die Brücke zwischen der DAHW und Pakistan. Leprosy Relief Association and Pakistan.